Es ist irgendwie schon eine Weile her, dass ich eine Kamera in die Hand genommen habe. Ich weiss gar nicht, wie ich anfangen soll. Hallo zusammen! Für euch ist es genau das gleiche wie sonst einmal. Für mich ist, ich habe gerade 2 Wochen Pause gehabt, weil ich die ganzen Videos aus dieser Corona-Zeit nachtragen und nachbearbeiten. Langes Geschwafel, kurzer Sinn, ich bin zurück beim Vloggen und ich habe den niegelnagelneuen Audi A3 Sportback hier bei mir. Und wenn ich niegelnagelneu sage, dann meine ich wirklich niegelnagelneu. Das Gerät ist erst gerade auf den Markt gekommen. Und wenn ich eins vorweg schon mal sagen kann, ich würde ihn nehmen. Ich möchte euch aber unbedingt so ein bisschen die wichtigsten Neuheiten bei dem Sportback zeigen. Und dann gehen wir logischerweise auch noch auf die Fahrt zusammen. Was heisst, da haben wir den neuen Audi A3 Sportback. Und gerade schon von Anfang an, wenn man sich das Auto so anschaut, sieht man etwas, was mir gerade von Anfang an extrem aufgefallen ist. Und das ist die Form, wo der Sportback da rein hat, jetzt bei dem neuen Modell. Ich finde, es sieht super slick aus, es sieht wahnsinnig sportlich aus. Genauso auch der Kühlergrill, wo es sieht einfach wahnsinnig sportlich aus. Es hat sich auch in der Form etwas verändert, dass es da so wie so eine Verbindung drin hat. Sieht super geil aus. Und ich habe natürlich die S-Line, wo ziemlich tief gelegt ist. Sieht wirklich cool aus. Weitere Neuheit haben wir hier in den LED-Lichtern. Und zwar setzen die sich aus mehreren LED-Panels zusammen, die sogar bis zu einem gewissen Maß individualisiert werden können. Und wenn ich einfach so das Näschen von dem Auto anschaue, finde ich, wirkt es wirklich wie ein sportlicher Wagen. Und trotzdem ist es, gehört das Auto in die Kompaktklasse, weil er ist nur 4 Meter und ein bisschen lang, also sehr ein kurzes Gefährt. Was man auch, ich finde immer, ein bisschen der Kofferraum ist recht ein guter Anhaltspunkt, wie gross das Auto wirklich ist, weil ich passe zwar rein, aber nur gerade so. Ich weiss nicht, wieso ich das jetzt gerade gemacht habe, aber ja, ich passe nur gerade so rein. Es hat nicht so viel Platz, es ist einfach ein kleines Auto mit einem kleinen Kofferraum, aber tipptopp, mehr braucht es nicht. Ich glaube, von außen sind das die wichtigsten Punkte. So cool wie das Auto auch ist von außen, ich finde, die wahre Veränderung und die richtig, wirklich das, was mich komplett überzeugt, ist inside. Und ich sitze auch gar nicht rein, weil ich wollte euch das wirklich möglichst genau zeigen, weil vielleicht sieht man es von da aus besser. Ja, sorry, meine Taschen sind logischerweise auch da rein. Schaut euch das mal an. Ich meine, nur schon, wenn man das da so gegen das Licht hebt, fallen einem ein paar Sachen auf. Au! I hit my knee. Immer und überall. Ich will die ganze Zeit irgendwie so Wertungen einbringen, von wegen die grösste Veränderung oder der grösste Unterschied, aber da innen geht wirklich so einiges ab. Wir fangen mal an mit dem Schaltknüppel, weil das ist etwas, das habe ich so bei Audi noch nie gesehen. Der Schaltknüppel ist reduziert worden zu so einem kleinen Hebeli. Start und Stopp, Parking. Und da hat man das Rädchen. Wo ich die Lautstärke rein durch Touch kann brauchen. Und dann hat es noch Möglichkeiten, dass man klickt. Wenn man sich das mal anschaut mit diesen Lüftungen, die genau so eine eckige Form haben, überall im Auto. Die Knöpfe, die da wahnsinnig aufgeräumt und sauber und sortiert angereiht sind. Auch da, der Griff für die Türen, es ist alles so, auch das, ich kann gar nicht aufhören, weil es ist überall, es ist so ein aufgeräumtes Auto und ich liebe es. Und es macht es aber auf keinen Fall
schlecht oder minimal oder irgendetwas. Ganz im Gegenteil. Ich muss die Türen aufmachen, es ist zu heiß. Ich komme schon wieder ins Schwitzen. Im Gegenteil, weil das Infotainment funktioniert so gut wie in meinen Augen bei Audi noch nie. Und das ist, wie ihr wisst, ziemlich eine Aussage von mir, wenn ich das sage. Sie haben den Bildschirm, wo... Es tut mir leid, dass es da gar kein Licht ist. Sie haben den Bildschirm, der eigentlich von der Grösse her, er ist weder gross noch klein, er ist wirklich in so einem Mittelmaß. Aber er ist zu mir gerichtet, so wie alles das. Es ist alles auf mich gerichtet, es ist alles für den Fahrer ausgerichtet. Ich weiss, dass die Tür offen ist, okay? Stay calm, baby. I need to film. Wie gesagt, es funktioniert wirklich einwandfrei, was ich mir von Audi einfach nicht gewohnt bin, weil ich immer wieder mal ein bisschen mötzeln bei Audi über das Infotainment, aber das ist perfekt. Wirklich ganz geile Sache. Wer läutet mir jetzt da? Ejo. Hi. Wo bin ich gsi? Ah ja, beim Infotainment. Hervorragend. Ich kann überhaupt nichts beschweren. Auch das Display, finde ich, sieht so schön aus. Es gefällt mir mega, mega gut. Und das Lenkrad ist eigentlich das, wo mir... Ich habe mich gerade gefragt, wieso es da grün ist. Da, Wiese Carla. Ich habe gemeint, ich habe irgendwie ein Tüchlein rumliegen. Oh, ich bin, glaube ich, ein bisschen müde heute. Ich habe mega Kopfweh. Es hat im Fall voran geregnet aus allen Kübeln. Und ich habe wirklich gedacht, ich kann das Video heute nicht machen. Und ich muss es heute machen, weil ich habe das Auto nur für 4 Tage. Und dann hat der Petrus gefunden, okay, wir machen mit. Weiter im Text. Das Lenkrad kennen wir schon sehr gut von Audi. Ist eigentlich vom Design her recht ähnlich, wie wir es uns gewohnt sind. Auch von den Knöpfchen her, von der Bedienung, ist eigentlich so, wie ich es kenne von Audi. Vielleicht eine spezielle Sache noch, die ich euch erzählen will, bevor ich losfahre und mit euch ein bisschen über das Fahren schwätzle, sind die Sitze. Weil die Sitze sind mit recyceltem PET gemacht. Und das, Audi, das ist cool. Das ist wirklich cool. Weil von dem Auto wird es nämlich noch eine Version geben mit Mild Hybrid. Allrad wird, glaube ich, auch noch rauskommen, wie das jetzt gerade ist ein Frontantrieb, ein Diesel, wo ich am Fahren bin. Es ist wie die erste Variante, die draussen ist, alles andere kommt noch. Und da so ein grünes Statement zu machen in diesem Auto, finde ich mega, finde ich immer einen guten Ansatz, egal wo man es versucht umzusetzen. Und die Sitze sehen auch noch wirklich schön aus. Also ich finde nicht, dass es aussieht wie eine PET-Flasche, die ich recently mal ausdruck. Okay. Ah, Halleluja. Wir gehen jetzt einfach. Der Audi A3 Sportback, den ich hier fahre, ist ein Diesel und hat 150 PS. Durch das, dass das Auto, wie gesagt, sehr kompakt ist und mit einem Leergewicht von 1600 Kilogramm ungefähr unterwegs ist, sind die 150 PS weitaus führig und machen in diesem kleinen Flitzer richtig Spass. Und ich muss einfach eins sagen, Vorteil vom Diesel, ich habe einen durchschnittlichen Verbrauch von 6,1 Liter und ich schwöre es euch, ich gehe nicht sparsam mit dem Auto um. Ich habe wirklich nicht vor, möglichst tiefen Verbrauch zu haben, aber trotzdem hat er den gleichen Verbrauch wie mein kleiner Seat, der auch ein Diesel ist. Und nur schon all das sind Facts für mich, dass ich so ein Auto haben würde. Er ist in der Lenkung sehr beweglich, lässt sich super einfach einparkieren, hat alles mögliche Assistenzsysteme, logischerweise Parkhilfen mit Bip vorne und hinten, hat aber auch Spurhaltung, Abstandserkennung nach vorne und so weiter. Und all das gibt einfach ein kompaktes, sorry wenn ich so sage, ein geiles Auto. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo für die meisten ein Grund sind, sich kein Audi zu kaufen, wenn ich das mal sehr provokant so sagen darf. Und zwar ist das der Preis. Der A3 fängt bei 45.100 Schweizer Franken an und ist so, wie ich ihn hier ausgestattet habe, in der S-Line für knapp 62.000 Franken erhältlich. Ist es viel Geld? Ja, es ist viel Geld. Bekomme ich aber Qualität?
Und zwar garantierte Qualität mit dem Auto. Ja. Also ich muss wirklich sagen, gut, ich bin glaube einfach ein bisschen versaut, weil durch das, dass ich so viele Möglichkeiten von Audi bekomme, Audi zu fahren. An dieser Stelle danke Audi Schweiz, dass ihr so viel Vertrauen in mich habt, dass ich ständig Autos von euch auslehnen darf. Ich weiss es zutiefst schätzen. Und durch das, dass ich die ganze Zeit gefahren bin, kann ich einfach wirklich sagen, dass auf Audi kann man sich verlassen. Immer und überall und mit jedem Modell. Ein bisschen Audi-Werbung. Ist dann nicht ein Ad da oder irgend so etwas, sondern einfach meine persönliche Meinung zu der Marke Audi. Ich bin jetzt unterwegs und hole 2 Freundinnen von mir ab, Frances und Robin. Und wir gehen ins Allianz Autokino und schauen uns Mamma Mia an. Ah! Und ihr müsst eins wissen zu mir. Ich liebe ABBA. Und wenn ich sage liebe, meine ich liebe. Ich bin mit ABBA aufgewachsen. Meine Mami ist ein riesen ABBA-Fan. Und bei uns ist ABBA auf und ab gelaufen. Und die 2 Mamma Mia-Filme sind für mich wirklich absolute Raketen. Ich liebe es. Okay. Hello! Hello. Dürft ihr mich machen? Ich habe auch schon mal aufgehört zu filmen, weil wahrscheinlich wegen dem Akku drin.